liebe Zuschauer! Hier seht ihr Mais, coolen Knappstrupper Wallachugin. Mit ihm zusammen zeige ich euch heute, wie ihr die schon bekannte Einparkübung mit dem Schulterherein kombinieren könnt. Viel Spaß! Die orange Bewegungslinie für unsere neue Übung zieht sich vom ersten Biegepunkt diagonal über den Pferderücken bis hin zur äußeren Hüfte. Folgen Augen und Gertenhand der Richtung der orangen Linie, entsteht diese Bewegung. Hier könnt ihr auch das Ende der orangen Linie erkennen. Keine Angst, die vielen Punkte gehören zu Hugin. Es sind nicht alles neue Biegepunkte. Wir haben diese Bewegung schon als die Einparkübung kennengelernt und sie im Stehen am Hufschlag ausprobiert. Behalte ich die Außenstellung und meine Führposition bei, während ich in der ersten Position vor dem Pferd hergehe, wird es mir seitwärts folgen. Die Bewegung des Pferdes entspricht genau dem Schulterherein, nur dass ich mich hier auf der Außenseite befinde. Sobald dieses Konterschulterherein am Hufschlag klappt, kann man es auch in der freien Bahn versuchen. Zunächst auf geraden Linien, dann auch auf Zirkeln. Genau wie bei der Einparkübung klappt diese Bewegung nur dann, wenn das Pferd deutlich in Außenstellung bleibt und man Schulter und Hüfte vom Pferd wegdreht, um es zum Näherkommen einzuladen. Gertenhand und Blickrichtung folgen der orangen Linie. Es entsteht eine Führposition mit weit ausgebreiteten Armen. Sie wirkt so eindeutig und unmissverständlich, dass man auch ohne Zaumzeug arbeiten kann. Beim Schulterherein entsteht durch die Innenstellung und durch das Fokussieren der blauen Linie eine ganz andere Führposition mit schmal geführten Armen. Hier zeige ich mit Augen und Gertenhand in Richtung der blauen Schulterhereinlinie. Sobald ich das Pferd in Außenstellung drehe und meine Schulter entlang der orangen Linie hebe, dreht sich das Pferd ins Konterschulterherein. Auf diese Weise ist es möglich, die Hinterhand des Pferdes nach innen oder außen zu verschieben, ohne die Position am Pferdekopf zu verändern. So können wir bestimmen, welches Hinterbein mittig unter den Pferdekörper geschoben werden soll. Entweder das rechte oder das linke. Den Pferden fällt diese Übung deutlich leichter als uns Menschen und bereits nach kürzester Zeit reagieren sie mit ihren Bewegungen sehr aufmerksam auf das Heben oder Senken des Gertenarmes. Das ist nicht nur die Vorbereitung für den klassischen Seitengang Travers oder Gruppe herein, sondern spielt auch in der Freiarbeit eine wichtige Rolle. Hier sind beide Positionen noch einmal frontal zu sehen. Das Sinkenlassen der Gerte in Richtung der blauen Linie führt zu einer schmalen Armführung und einem Schulterherein beim Pferd. Das Anheben des Gertenarms über die orange Linie führt zu einer breiten Armposition beim Führenden und einer Konterstellung beim Pferd. In diesen beiden Führpositionen lassen sich interessante Handwechsel aus dem Zirkel gestalten. Beim Anheben der Gertenhand über die orange Linie wechselt das Pferd in Konterstellung und damit auf einen neuen Zirkel. Der Führende geht auf der Außenseite mit. Sobald die Hand in Richtung der blauen Linie herabsinkt, wendet sich das Pferd automatisch in Innenstellung wieder dem Führenden zu. Die breite Armführung geht immer mit der Konterstellung einher. Das Sinkenlassen der Gerte und die schmale Armführung erzeugen immer eine Innenstellung beim Pferd. Die meisten Pferde können diesen eindeutigen Führpositionen schon nach wenigen Wiederholungen zwanglos folgen. Zäumung und Führleine sind dann nicht mehr nötig. Beim freien Pferd nutze ich gerne den angewinkelten Ellbogen, um die Außenstellung zu halten. Das Herabsinken des Armes führt dann sofort zu einer Innenstellung. Gertenarm an der blauen Linie und Gertenarm entlang der orangen Linie. Zum Glück ist diese Lektion deutlich leichter, als sie aussieht, und wenn ihr ein bisschen übt, können wir in der nächsten Woche daraus eine Gruppe herein oder Travers entwickeln.
Hugin und ich freuen uns, dass ihr dabei wart und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!